Hallo, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei Flüsterton Deutsch. Heute sprechen wir über das Buch Die 16 unbestreitbaren Gesetze der Kommunikation von John Maxwell. Und zwar auf einfachem Deutsch. Kein Fachchinesisch, keine komplizierten Sätze. Nur klare Worte, echte Beispiele und eine Botschaft, die ankommt. Denn Kommunikation ist keine Zauberei. Kommunikation ist eine Fähigkeit und die kann man lernen. Ich verspreche dir, ich benutze einfache Wörter, kurze Sätze und erkläre jedes schwierige Wort sofort. So kannst du nicht nur zuhören, sondern auch mitwachsen. Denn am Ende geht es nicht nur darum, was du sagst, sondern ob die anderen es wirklich verstehen. Jeder hat eine Botschaft, aber diese Botschaft ist nur wichtig, wenn die Menschen sie verstehen. Gesetz 1: Das Gesetz der Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit heißt, dein Leben und deine Worte passen zusammen. Stell dir vor, Gandhi trifft eine Mutter, die sagt, mein Sohn isst zu viel Zucker, was soll ich tun? Gandhi antwortet, kommen Sie in 2 Wochen wieder. Warum? Weil er selbst erst aufhören muss, Zucker zu essen, bevor er anderen rät, es zu tun. Die Lektion: Lebe deine Botschaft, bevor du sie sagst. Gesetz 2: Das Gesetz der Beobachtung. Große Kommunikatoren lernen nicht nur aus Büchern, sie lernen, indem sie andere beobachten. Achte darauf, wie sprechen sie, wo machen sie eine Pause, wie nutzen sie ihre Hände, ihre Stimme, ihren Blick. Aber, und das ist wichtig, kopiere sie nicht. Nimm, was funktioniert und mach es zu deinem eigenen Stil. Gesetz 3: Das Gesetz der Verbindung. Menschen müssen sich gesehen und verstanden fühlen. Erst dann hören sie wirklich zu. Es gibt einen Satz, den ich liebe. Es ist den Menschen egal, wie viel du weißt, bis sie wissen, wie sehr es dir wichtig ist. Also, sprich nicht nur über deine Themen, sprich über ihre Gefühle, ihre Fragen, ihre Welt. Gesetz 4: Das Gesetz der Vorfreude. Gute Kommunikation weckt Neugier. Stell dir einen Filmtrailer vor. Er zeigt gerade genug, um dich ins Kino zu locken, aber nicht alles. Wenn du Vorfreude erzeugst, will dein Publikum mehr. Aber pass auf, halte immer dein Versprechen, sonst bricht das Vertrauen. Gesetz 5: Das Gesetz der Einfachheit. Klare Botschaften gewinnen, komplizierte nicht. Sag benutzen, nicht utilisieren. Sag ich helfe dir, nicht ich gewähre dir assistive Unterstützung. Kurze Sätze, echte Beispiele, kein Geschwurbel. So bleibt deine Botschaft im Kopf und im Herzen. Gesetz 6: Das Gesetz der Einbeziehung. Dein Publikum soll sich nicht wie Zuschauer fühlen, sondern wie Teil der Geschichte. Wie? Indem du sagst, indem du wir sagst, indem du Fragen stellst, die im Kopf weiterklingen. Denn wenn jemand das Gefühl hat, das spricht mich an, dann hört er nicht nur zu, er verbindet sich. Gesetz 7: Das Gesetz der Geschichte. Fakten sagen uns etwas, Geschichten berühren uns. Du vergisst leicht, was jemand gesagt hat, aber du vergisst nie, wie er dich fühlen ließ.
Erzähl nicht nur, dass Vertrauen wichtig ist, erzähl, wann du es verloren hast oder wiedergefunden. Selbst kleine Geschichten geben deinen Worten Seele. Gesetz 8. Das Gesetz des visuellen Ausdrucks. Kommunikation passiert nicht nur mit Worten, sondern mit allem, was du zeigst. Dein Gesicht, deine Hände, dein Blick, deine Haltung. Und wenn du schreibst oder zeigst, nutze Bilder, Symbole, Farben. Denn wir merken uns, was wir sehen, viel besser, als was wir nur hören. Nicht nur erzählen, zeigen. Das ist der Unterschied. Gesetz 9. Das Gesetz der Rückmeldung. Kommunikation ist kein Monolog, es ist ein Gespräch, auch wenn du allein sprichst. Denn echte Kommunikation fließt in beide Richtungen. Du sagst etwas und du hörst hin, wie es ankommt. Beobachte die Mimik, die Haltung, die Fragen danach. Merkst du, dass jemand verwirrt ist? Dann erkläre es anders. Spürst du Begeisterung? Geh tiefer. Und scheu dich nicht, direkt zu fragen, was hat geklappt? Was war unklar? Denn Feedback ist kein Urteil, es ist dein Weg, besser zu werden. Jedes Mal. Gesetz 10. Das Gesetz der Vorbereitung. Große Reden entstehen nicht im Stehen, sie wachsen im Stillen, lange vorher. Vorbereitung heißt, du kennst dein Thema, du kennst dein Publikum und du kennst dein Ziel. Nicht ich will reden, sondern ich will, dass sie danach anders denken oder handeln. Je besser du vorbereitet bist, desto ruhiger, klarer und selbstsicherer wirst du. Selbstvertrauen entsteht nicht aus Talent, es entsteht aus Arbeit. Gesetz 11. Das Gesetz der Demut. Perfektion schafft Distanz. Echtheit schafft Verbindung. Es ist okay zu sagen, da habe ich einen Fehler gemacht. Oder das verstehe ich selbst erst langsam. Demut heißt nicht, klein zu sein, sondern menschlich zu sein. Und genau das baut Vertrauen auf, weil wir anderen nicht folgen, weil sie perfekt sind, sondern weil sie echt sind. Gesetz 12. Das Gesetz der Überzeugung. Wenn du nicht an deine Botschaft glaubst, wer sollte es dann tun? Leidenschaft ist ansteckend, nicht weil du laut wirst, sondern weil du lebendig wirst. Deine Stimme wird wärmer, deine Augen leuchten, deine Worte bekommen Gewicht. Glaube fest an das, was du sagst, nicht aus Stolz, sondern aus Überzeugung. Denn Glaube ist die unsichtbare Kraft hinter jeder Botschaft, die bleibt. Gesetz 13. Das Gesetz der Erwartung. Deine Haltung formt die Antwort der anderen, oft bevor du überhaupt ein Wort gesagt hast. Erwartest du Desinteresse, dann wirst du es wahrscheinlich bekommen. Erwartest du Neugier, Offenheit, Engagement? Dann schaffst du Raum dafür durch deine Energie, deine Stimme, deine Präsenz. Kommunikation ist wie ein Spiegel. Was du hineingibst, kommt zurück. Also geh mit Hoffnung hinein, nicht mit Angst. Gesetz 14. Das Gesetz des Vermächtnisses. Am Ende zählt nicht, wie clever dein Satz war, sondern was davon bleibt. Frag dich deshalb nicht nur, was sage ich heute, sondern was wird jemand morgen noch daran mitnehmen? Sprich über Dinge, die Bestand haben. Freundlichkeit, Mut, Ehrlichkeit, Geduld. Denn eine Botschaft, die nur für den Moment gedacht ist, verpufft. Aber eine Botschaft, die Herzen berührt, die lebt weiter. Gesetz 15. Das Gesetz der Konsistenz. Einmal überzeugen reicht nicht. Vertrauen wächst mit der Zeit, durch Wiederholung, nicht durch Einzelaktionen. Wenn du heute Ehrlichkeit predigst und morgen schweigst, wo du sprechen solltest,
bricht die Glaubwürdigkeit. Konsistenz heißt, deine Werte zeigen sich nicht nur in deinen Worten, sondern in deinen Entscheidungen, Tag für Tag. Menschen folgen nicht dem, der mal brillant ist, sondern dem, der immer zuverlässig ist. Gesetz 16. Das Gesetz der Anpassung. Die Welt verändert sich, die Menschen verändern sich und gute Kommunikation passt sich an. Das heißt nicht, deine Botschaft zu verwässern, sondern deinen Weg, sie zu teilen. Vielleicht braucht dein Publikum heute weniger Theorie und mehr Geschichten. Vielleicht mehr Bilder statt langer Erklärungen. Vielleicht braucht es mehr Stille oder mehr Humor. Sei flexibel in der Form, aber fest im Kern. Denn wer lernt, sich dem Publikum anzupassen, ohne sich selbst zu verlieren, der erreicht Herzen und verändert etwas. Bevor wir zum Schluss kommen, lass uns noch einmal gemeinsam durch alle 16 Gesetze gehen. Nicht nur als Liste, sondern als Erinnerung daran, was wirklich zählt, wenn wir miteinander sprechen, schreiben oder uns verständigen wollen. Erstens, sei glaubwürdig. Deine Worte tragen nur so viel Gewicht, wie dein Leben ihnen Glaubwürdigkeit verleiht. Wenn du sagst, was du lebst, dann hören Menschen zu. Zweitens, beobachte und lerne. Schaue dir an, wie andere gut kommunizieren, nicht um sie nachzuahmen, sondern um zu verstehen, was Verbindung schafft. Drittens, verbinde dich mit den Herzen. Bevor jemand deinen Gedanken folgt, muss er spüren, dass du ihm nahestehst. Kommunikation beginnt nicht im Kopf, sie beginnt im Gefühl. Viertens, mach die Leute neugierig. Wecke Vorfreude, wie ein guter Trailer, der Lust auf den ganzen Film macht. Aber halte, was du versprichst. Sonst verlierst du mehr als Aufmerksamkeit. Du verlierst Vertrauen. Fünftens, halte die Worte einfach. Klare Sprache ist ehrliche Sprache. Kurze Sätze, alltägliche Wörter. Kein unnötiger Schnörkel, denn wer verstanden werden will, spricht so, dass alle folgen können. Sechstens, beziehe alle ein. Sag nicht nur ich, sag wir, sag du. Lass deine Zuhörer spüren, das hier geht uns alle an. Und das macht den Unterschied zwischen Zuhören und Mitfühlen. Siebtens, erzähle Geschichten. Fakten informieren, Geschichten transformieren. Eine persönliche Erinnerung, ein kleiner Moment aus dem Alltag, das ist es, was in Erinnerung bleibt. Achtens, zeige, erzähle nicht nur. Dein Körper spricht mit, dein Blick, deine Hände, dein Gesichtsausdruck, sie sagen oft mehr als 1000 Worte. Nutze sie. Und wenn du schreibst oder zeigst, lass Bilder sprechen. Neuntens, höre zu und lerne. Kommunikation endet nicht, wenn du aufhörst zu reden. Sie geht weiter in den Reaktionen, Fragen und Schweigen der anderen. Sei offen dafür, frag nach, passe dich an. Zehntens, bereite dich gut vor. Hinter jeder scheinbar mühelosen Botschaft steckt Arbeit. Kennst du dein Thema? Kennst du dein Gegenüber? Weißt du, warum du das sagst, was du sagst? Vorbereitung gibt dir Ruhe und Wirkung. 11. Sei demütig. Zeig dich mit deinen Fragen, deinen Zweifeln, deinen Fehlern. Das macht dich nicht schwach, es macht dich menschlich. Und Menschlichkeit schafft Nähe. 12. Glaube an deine Botschaft. Leidenschaft ist kein Lautstärkeproblem, sie ist eine Frage der inneren Haltung. Wenn du selbst brennst, entzündest du andere. 13. Erwarte Gutes. Deine Einstellung formt die Atmosphäre. Wenn du Verbindung erwartest, wirst du Wege finden, sie zu schaffen. Kommunikation spiegelt, was du hineinlegst. 14. Hinterlasse ein Vermächtnis. Frag dich, wird das, was ich sage, jemandem morgen oder in einem Jahr noch helfen? Spreche über das, was bleibt. Güte, Mut, Wahrhaftigkeit. 15. Sei konsistent. Vertrauen entsteht nicht durch eine perfekte Rede, sondern durch wiederholtes, zuverlässiges Handeln.
Wer heute dies sagt und morgen das tut, verliert Glaubwürdigkeit, auch ohne ein Wort zu brechen. Und 16. Passe dich an. Bleib dir treu, aber bleib auch beweglich. Lerne, deine Botschaft so zu verpacken, dass sie bei diesem Publikum in diesem Moment ankommt. Nicht stur, sondern klug. Nicht verbogen, sondern verständlich. All diese Gesetze sind keine strengen Regeln, sie sind Orientierungspunkte, Werkzeuge, Wege, um nicht nur zu sprechen, sondern wirklich zu verbinden. Und das Schöne daran? Du musst nicht alles auf einmal perfekt machen. Beginne mit einem, übe es, spür nach, wie es wirkt. Dann nimm das nächste. Denn gute Kommunikation ist kein Ziel, sie ist ein Prozess. Und du bist schon mittendrin. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei Flüsterton Deutsch dabei warst. Ich hoffe, diese Gedanken zu den 16 Gesetzen der Kommunikation haben dir nicht nur neue Impulse gegeben, sondern auch das Gefühl, ja, das kann ich lernen, das kann ich üben, das kann ich leben. Denn am Ende geht es nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, klarer zu werden, echter zu werden und dadurch verbundener. Wenn dir diese Folge etwas gebracht hat, freue ich mich riesig, wenn du sie mit jemandem teilst, dem sie auch helfen könnte. Hinterlasse gerne einen Kommentar, sag mir, welches Gesetz dich am meisten berührt hat oder welches du als nächstes ausprobieren willst. Und vergiss nicht, bleib neugierig, bleib stark und lern weiter. Nicht nur die Sprache, sondern auch, wie du sie nutzen kannst, um zu berühren, zu bewegen, zu verbinden. Bis zum nächsten Mal bei Flüsterton Deutsch. Tschüss!